Wenn du dich umschaust, siehst du einige architektonische Highlights dieser Stadt. Daran werden wir uns gleich abarbeiten. Was zur Hölle ist das? Ist ja total absurd. Wackelt schon ganz schön hier. Können wir weitergehen, bitte? Es gibt keinen Plan, weil es ist gerade der Zufall, der es halt irgendwie spannend macht. Es geht mir mehr um das Gefühl, das Bild kann auch unscharf sein. Hauptsache, es transportiert was. Ich habe meine Auffassung der Fotografie heute wieder bestätigt gesehen. Nämlich durch gute Fotos. Mein Name ist Paul Ripke und ich war Fotograf. Kein besonders guter, aber ein leidenschaftlicher Fotograf. Und genau diese Leidenschaft habe ich in den letzten 5, 6 Jahren ein ganz klein bisschen aus den Augen verloren. Es wird Zeit, ein neues Kapitel in meiner Fotografie aufzuschlagen. Und deshalb begebe ich mich jetzt auf eine Fotoreise zu absoluten MeisterInnen ihres Faches, um dort die perfekten Fotos für meine Galerie zu finden. Herzlich willkommen in der Gala Ripke. Es geht auf die Straße, nicht Hip-Hop-mäßig in Heidelberg, sondern in den Ruhrpott. Mit Jörg Nicht, einem Straßenfotografen mit architektonischem Touch. Ihn interessieren vor allem Häuser und Museen und Formen und das wird er mir heute erklären. Danach treffen wir André Josselin in Bochum, einen Großmeister der Straßenfotografie mit menschlichem Touch. Er fotografiert Menschen, die auf dem Weg sind, irgendwo hinzugehen, in der U-Bahn, auf der Straße oder auch in der Kneipe. Ich lasse mich drauf ein und will heute was lernen zum Thema Straßenfotografie in der Gala Ripke. Reimt sich. Herzlich willkommen in Duisburg. Wir treffen heute jemanden, einen Straßenfotografen mit einem besonderen Auge für Architekturfotografie, Jörg Nicht. Ich folge dem schon länger auf Instagram und bin gespannt, heute was zu lernen über Architekturfotografie und einen schönen positiven Twist von Duisburg vielleicht fotografisch festzuhalten. Hallo Jörg. Hi, na? Oh, schön dich kennenzulernen. Hallo. Wir werden heute eine Tour durch Duisburg machen und ich hoffe, dass wir es schaffen, ein schönes Foto zu machen von der Architektur und im besten Falle erzählt das Bild eine Geschichte. Ich habe wirklich keine Ahnung von Architektur und Architekturfotos, Nee? weil ich mich immer auf die Menschen konzentriert habe. Deswegen bin ich echt gespannt, wie du Dinge siehst und Formen siehst. Oder wie gehst du an sowas ran? Das Entscheidende für mich ist immer die Frage des Lichts. Stimmt das Licht? Ja, stimmt nicht gerade? Das ist schwierig, das ist eine Herausforderung. Wir müssen mit dem vorhandenen Licht arbeiten. Und ich habe da so ein paar Ideen. Wenn du dich umschaust, siehst du da einige architektonische Highlights dieser Stadt und daran werden wir uns gleich abarbeiten. Begonnen haben wir im Zentrum von Duisburg im Innenhafen. Ich hatte auch Paul eine Aufgabe gestellt. Ich wusste zum Beispiel, dass er ja immer mit Weitwinkel arbeitet und die Aufgabe wird jetzt sein, dass du mal 10 verschiedene Fotos machst, nur mit dieser Telekamera, um ihnen überhaupt eine andere Perspektive aufzuzeigen. Schau mal so Kontraste, Formkontraste, Lichtkontraste, was du bist. Ich glaube, das war eine interessante Aufgabe für ihn und er war sich nicht ganz so sicher, wie er sie bewältigt hat. Ich habe wirklich keine Ahnung von Architektur und Architekturfotos, aber ich nehme mich der Aufgabe an und schau mal, ob ich irgendwas hinbekomme. Jörg und ich, wir waren schon und sind auch unterschiedlich. Der geht echt mehr in die Tiefe und das tue ich halt nicht. Meine Maximierung der Ereignisdichte. Ich will so viel wie möglich, so schnell wie möglich. Ich bin eher so ein oberflächlicher, kurz, ich springe da rein, dann gehe ich woanders hin. Trotzdem verbindet uns ja so die Leidenschaft zur Fotografie und auf ganz unterschiedliche Art und Weisen an dieses Thema ranzugehen, finde ich dann immer total inspirierend, auch zu sehen. Mein Anspruch, zumindest wenn ich so Architekturfotos mache, ist, dass ich versuche, irgendwie eine positive Einstellung zu haben und auch aus dem vermeintlich Hässlichen eine gewisse Ästhetik abzuleiten. Und die Herausforderung ist, dass ich zeigen möchte, seht mal, wie interessant diese Ecke ist, wie schön es ist. Wir müssen nur einfach hinschauen, also die Poesie des Alltags. Und daraus
entsteht eben auch eine Geschichte. Das fand ich aber total geil zu sehen, weil man merkt, er lebt es mit vollem Herzen. Und das finde ich voll geil, wenn jemand so das macht. Also ich schäme mich, dir jetzt mein Ergebnis zu präsentieren. Ich habe 7 Fotos hinbekommen. Okay. Darf ich dir diese 7 Fotos zeigen? Zeig mir bitte. Ah ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, das liebe ich. Die erste Aufgabe mit den 10 Bildern hat er im Prinzip gut gelöst. Ja, super. Hier. Hier. Ja, Mann. Da kann ich ja gleich einstecken. Ja, Kannst aber du schon also, von der fotografischen Seite hat er interessante Perspektiven entwickelt. er konnte da ja tatsächlich viel rein interpretieren und viel sehen und inspiriert werden. Fand ich aber total geil zu sehen. Du findest es jetzt alles gar nicht so schlimm wie ich. Es ist kein Kokettieren, ich finde es absolut unbrauchbar. Wir sind ja hier nicht dabei, für eine Ausstellung zu fotografieren, sondern mir geht es darum, dich ein bisschen in meine Bildwelt, in meinen Sehnen einzuführen. Am Ende muss man sagen, wir haben ja so bestimmte Bedingungen. Wir konnten uns das Licht nicht aussuchen oder den Tag nicht aussuchen. Und da hat er sich wirklich sehr gut geschlagen, würde ich sagen. Insofern also fand ich jetzt gerade auch das Museumsbild mit dem Türkis ganz hübsch. Ja? Für den Architekten, glaube ich, eine Ehre. Da war ich schon beeindruckt. Also insofern Stundenziel erfüllt. Jetzt gehen wir ins Museum. Also ganz unten auf der Liste der Dinge, die ich tue, wenn ich in der Stadt bin. Also wirklich ganz, ganz, ganz unten ist ins Museum zu gehen. Was du sonst nicht machst, musst du heute mit mir machen. Nee, ist schön. Ich darf es heute mit mir machen. Ich finde es total bereichernd. Deswegen, komm, let's go. ab ins Museum. So, wir sind jetzt im Museum Küppersmühle. Ja. Ein absolutes Highlight, aber das wirkliche absolute Highlight haben wir danach, deshalb haben wir nicht so viel Zeit. Was machen wir denn dann? Da sind wir beim Tiger and Turtle, ein Kunstwerk mitten in einer alten Industrielandschaft. Du wirst begeistert sein. Oh wow. Wir haben hier eines von 2 Treppenhäusern. Aufgabe ist immer ganz einfach, die Treppen immer auch von unten zu fotografieren. Und ich empfehle dir auch mal, dich auf den Boden zu legen, wenn du das fotografierst. Interessant fand ich die Aufgabe und wie er sie bewältigt hat mit den Treppen, weil er sagte, dass die Treppenfotografie er von seinem Vater kennt. Also mein Vater hat mich zum Fotografieren gebracht. Der war Arzt und hat ein fotografisches Hobby gehabt, Treppen zu fotografieren. Deswegen habe ich vielleicht ein kleines Treppenfotografie-Trauma. Und da wusste ich ehrlich gesagt erstmal noch nicht, wie ich damit umgehe, aber er hat es, glaube ich, ganz gut bewältigt und hatte da auch seinen Spaß gehabt. Er sieht mega aus, finde ich. Ja. Und vor allem das Tageslicht, was von außen kommt, ist faszinierend. Ich würde es jetzt gerne mal so eine halbe Stunde auf mich wirken lassen. Ich habe folgendes Foto gemacht. Okay. Also richtig gut findest du es nicht, ne? Ja, ich überlege hier mit der Linie, die hier praktisch abgeschnitten ist und dadurch hast du diese Form verloren. Du kannst da zumindest versuchen, solche Formen mit aufzunehmen ins Foto. Wie? Indem du nochmal vielleicht die Perspektive leicht veränderst. Und gelingen dir schöne Aufnahmen, Jörg? Ja, zumindest bin ich nicht ganz unzufrieden. Das ist schon besser als mein Foto. Du kannst es schon viel, viel besser. Er hat ein absolutes großes Talent für Geschichten erzählen. Weil er natürlich eine große Ästhetik hat für Farben, Formen und all sowas. So, das ist das zweite Treppenhaus, was noch spektakulärer ist. Ja. Toll fand ich natürlich diese Treppenaufgänge, das Spiel mit Licht und Schatten. Das hat mich tatsächlich begeistert. Du siehst hier schon, hier haben wir das Licht und hier die Linien. Und das ist eigentlich der ideale Ort, um damit zu spielen und auch eine Person hin platzieren. Und in dem Moment, wo ich aber vielleicht ein Bild von ihm machen konnte und irgendwas dazu beitragen konnte, habe ich es ja auch gemacht. Hast du Höhenangst? Soll ich runter? Nee, ich würde dich gerne hier drauf sitzen haben. Kannst du es ja mal antesten? Ich hole mal meine Kamera schnell. Ich darf nur nicht, ja. So. Du fühlst dich sicher so? Ja? 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 Wunderbar.
dass er dann ein Porträt von mir macht, das fand ich super. Sagst mir, wo ich hinschauen soll? Du guckst zu mir in die Kamera, ganz entspannt, bleibst so da. Guck mal darüber. Ja. Nase noch ein bisschen runter. Ja. Und guck zu mir wieder bitte. Ja. Nase hier ein bisschen rüber. Mund entspannen, ruhig ein bisschen auf, minimal auf. Sehr schön. Ich habe ihn porträtiert, so wie ich ihn gesehen habe heute, an einem schönen Ort, in dem Treppenhaus oben. Da war super Licht. Er sieht, finde ich, sehr gut aus auf dem Foto. Sagst, wie es ist natürlich jetzt ein Vielleicht ein bisschen Architektur mit rein. Ich glaube, er sieht das noch nicht als Architekturfotografie, aber er hat mich im Raum inszeniert. Das fand ich toll. Aber wir sind noch nicht am Ende des Tages. Okay. Wir ziehen jetzt weiter zum Tiger and Turtle und ich glaube, das wird unser Höhepunkt. Schauen wir mal. Let's go. Was zur Hölle ist das? Also ich meine, das ist ja total absurd. Das sieht aus wie eine Achterbahn eigentlich, ne? Ist es de facto auch mit dem Loop eigentlich? Was ist das für ein Berg? Also wo stehen wir? Es ist hier? eine Abraumhalde. Okay. Und es ist ein Kunstwerk und ich finde, es ist richtig grandios. Und was für ein Foto würdest du jetzt hier machen? Die Totale Ja? mit dem Geschlänge, sage ich mal. Und dann auch mal ein Foto von der einen Seite zu machen, wo im Hintergrund die Fabrik oder die Schornsteine noch zu sehen sind. Sonnenuntergang Sonnenuntergang. ist nichts, ne? Ja, naja, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Aber das wirklich Schöne daran ist, wenn die Sonne untergegangen ist, dann gehen auch die Lampen an und wir haben dann Kunstlicht. Können wir mal drauf gehen? Ja, los, lass uns draufgehen. Das Interessante wiederum an diesem Kunstwerk ist, dass Tiger and Turtle auch bei nicht so gutem Wetter und bei nicht so gutem Licht sehr fotogen ist. Mit den Perspektiven und den Linien, die sich organisch in der Landschaft so verteilen. Das hat mich natürlich fotografisch unheimlich begeistert. Was fotografierst du jetzt? Den Looping quasi? Das Loop, ja. Also ich habe ja jetzt eine 14er Linse. wirklich, Ja. Und vielleicht kann das auch einfangen. Ja! Ich habe mal das Licht angemacht. Und? Sieht doch gleich mal viel freundlicher aus. Voll. Gute Laune, Leute. Ja. Komm, wir gehen mal weiter. Ich will da weiter hoch. Schon auch super, wie jetzt so das Licht der Stadt angeht auch. Ja. Aber es ist schon auch ein bisschen hoch. Wackelt schon ganz schön hier. Ich habe schon immer Höhenangst gehabt. Aber wenn ich was zu tun habe, dann geht's natürlich. War viel in Helis unterwegs zum Fotografieren, das war überhaupt gar kein Problem. Aber jetzt gerade eben wurde mir schon anders. Schau mir in die Augen. Kann ich gar nicht. Also uns wackelt vor allem echt krass. Ja. Ja. Können wir weitergehen bitte? Es hat gewackelt, es war windig, es war zu hoch. Hier ist besser? Da oben ist echt nicht gut gewesen gerade. Hier zum Beispiel ist auch eine wirklich tolle Perspektive, oder? Tolle Perspektive. Willst du ein Bild von mir machen? Die Führungslinien. Genau, du stellst dich mal ein bisschen, wenn es noch geht, ein paar Schritte. Geht mir viel, viel besser hier, je näher ich. Also da oben war vor allem das Wackeln mit dem Wind. Ja. Ich muss nur noch die richtige Perspektive finden. Mit Kapuze? Mit Kapuze, ja. Mein Höhepunkt war, als ich einen Rahmen gefunden hatte und Paul auch noch ein bisschen hier inszenieren konnte. Hierhin, Jörg? Ja, gehen wir noch einen Schritt weiter vor. Warte, Moment. Ja. Also wenn richtig gutes Licht ist und ich sehe Strukturen, ich sehe Menschen, ich sehe Schatten, dann habe ich so das Gefühl, mich auch zu verlieren und zu lösen praktisch. Man kommt in so einen Flow rein, wo ich dann einfach nur den Trieb habe, das Bedürfnis habe, permanent zu fotografieren. Das fand ich aber total geil zu sehen, weil ich heute schon auch gelernt habe, dass Jörg glücklich ist mit dem, was er so tut, und er wirkt sehr angekommen, und das ist schön zu sehen, finde ich, und das ist auch wegen der Fotografie so, glaube ich. Na? Ja, und was sagst du? Ist es ein Highlight? Voll. Das war echt ein Erlebnis.
Vielen Dank, dass du mich hier heute mitgenommen hast. Ich wollte rausfinden, wie du arbeitest, nämlich ganz großartig. Es war total inspirierend, das zu sehen. Weißt du denn schon, welches Bild du mir in die Gala Ripkey schickst? Ja, ich habe so eine Idee. Lass dich überraschen. Okay, ich freue mich. Vielen, vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Und jetzt trinken wir einen Tee. Oder? Jetzt, genau. Komm. In Summe auf jeden Fall ein Tag, an dem ich gelernt habe, dass es unterschiedliche Facetten einer gleichen Liebe gibt und einer gleichen Leidenschaft. Und das finde ich total bereichernd. Das fand ich total geil heute. Und deswegen freue ich mich total, was für ein Foto mir Jörg nicht für die Gala Ripkey schickt. Wir sind im wunderschönen Bochum und heute treffe ich André Josselin. André Josselin ist einer der begnadetsten Fotografen, die ich kenne. Vor allem, weil er für mich der GOAT, der Gott der Straßenfotografie ist. Keiner fängt Momente so ein, dass man wirklich